Willkommen auf Estland. Wir sind jetzt ganz im Osten des Landes, in Seyðisfjörður. Wir sind gestern mit der Fähre angekommen aus Dänemark und ja, wie es jetzt weitergeht, das gucken wir uns einmal gemeinsam auf der Karte an. Okay, also jetzt befinden wir uns in Seyðisfjörður, ganz im Osten von Island, und ja, die Insel ist riesig, also wir wissen noch gar nicht genau, wo wir langfahren wollen. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten und Variationen. Eine Sache, die wir wahrscheinlich auf jeden Fall machen wollen, ist die F26 nehmen, die Sprengi-Sandur-Route heißt die. Die geht hier einmal quer durchs ganze Land. Zusätzlich gibt es auch noch die F35. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt. Die geht auf jeden Fall hier, also ein bisschen weiter Richtung Reykjavik. Ja, und dann gibt es halt natürlich hier noch den ganzen Norden, den Nordosten. Wir werden jetzt wahrscheinlich straight bis zu dem Mývatnssee fahren. Und dann auf die F26. Dann werden wir uns eventuell ein bisschen den Süden angucken. Dann auf jeden Fall nach Reykjavik. Und dann ja entweder über die F35 Richtung Norden oder vielleicht auch noch ganz nach oben zu den Westfjorden. Hier oben die unterschiedlichen Halbinseln. Gibt es auch verschiedene Städte noch. Siglufjörður und Húsavík, da gibt es irgendwie noch Wale zu sehen. Hier im Süden gibt es den fetten Gletscher. Ja, es gibt so viel zu sehen. Wir wissen eigentlich noch gar nicht ganz genau, wo wir lang fahren wollen. Wahrscheinlich wird es jetzt von Seyðisfjörður erstmal Richtung Mývatn gehen und dann werden wir weitersehen. Geht los mit einem fetten Pass. Direkt hinter Seyðisfjörður ist ja ein Gebirgszug mit einem 600 Meter hohen Pass. Und witzigerweise ist das sogar der zweithöchste Pass auf Island. Die ersten Kilometer, die wir fahren, schon direkt der zweithöchste Pass des Landes. Island auf jeden Fall seinem Namen alle Ehre. Überall noch Schnee hier und Eis. Und es ist auch ganz schön kalt und regnerisch. Was meinst du? Ja, das ist windig und ein bisschen frisch und der Pass will nicht aufhören. Aber ich glaube noch vielleicht einen halben Kilometer und dann haben wir das geschafft. Vielleicht kommen wir runter und da ist ein bisschen wärmer. Aber es geht eigentlich. Könnte schlimmer sein.
Wir haben es über den Pass geschafft. Sind jetzt gerade auch schon bergab gefahren. Boah. Uiuiui, boah, ich kann gar nicht richtig sprechen. Das war schon doch ganz schön frisch, sagen wir mal so. Nass. Und nass, ja. Ulala. Ui, aber hier ist es jetzt eigentlich wieder recht angenehm. Ja. Und vor allem auch super grün irgendwie und sogar Bäume hier überall. Ich wusste gar nicht so richtig, dass es auf Island Bäume gibt. Dass die hier wachsen. So kleine Aber- Bäume. Ja, sind kleine Bäume, ja, das stimmt. So riesig sind die nicht. Aber es gibt welche. Ja, das Ui, gut, da vorne ist Egilsstaðir, die nächste Stadt. Weiß nicht, kaufen wir was ein oder so oder machen Mittagspause oder so. Und dann gucken wir mal. So, wir sind beim Netto und wir haben eine kleine Pause gemacht. Man konnte sich da drinnen so richtig schön reinsetzen und ja, wir haben Mittagspause gemacht, ein bisschen den Regen abgewartet, es hat angefangen zu regnen und wir haben auch nochmal Wetter geguckt und es soll nachher gleich wieder regnen und jetzt nieselt es eigentlich auch gerade schon wieder. Und ja, das passt irgendwie alles noch nicht so schön zusammen, deswegen haben wir gesagt, wir bleiben noch eine Nacht hier in Egilsstaðir auf dem Campingplatz. Morgen früh soll das Wetter ein bisschen besser sein und ja, dann auch wieder ein bisschen Regen oder so, aber ja, ich denke mal, genau, wir bleiben jetzt die Nacht hier und hoffen, dass morgen das Wetter ein bisschen besser ist, weil bringt nicht so viel Spaß, halt im Regen zu fahren, ist auch ordentlich frisch und ordentlich kalt und müssen wir nicht. Wir haben auch genug Zeit hier, deswegen sollen wir das Ganze genießen und machen das in kleinen Etappen. Heute haben wir einen Berg geschafft, einen Regen geschafft, einen Windsturm Ja. und das reicht für heute vielleicht. Das reicht für heute, absolut, genau. Also morgen geht's weiter. Nächster Morgen auf dem Campingplatz in Egilsstaðir und ja, wir haben ein bisschen abgewartet. Es hat heute Morgen noch geregnet, jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Ist auch schon 12 Uhr. Bestes Wetter in Island. Bestes Wetter in Island, genau. Ist auch schon 12 Uhr oder so. Und eben gerade haben wir auf Facebook ein Bild gesehen von einem anderen Reisenden aus Island. Ungefähr echt, also nicht weit weg von hier, ich glaube 60 Kilometer oder so südlich von hier. Mit dem ersten Schnee in Island dieses Jahr. Der erste Neuschnee ist heute Nacht gefallen. Er hat da ein Foto von irgendeinem Haus gepostet, komplett in weiß. Ja, 60 Kilometer von hier hat es heute Nacht heftig geschneit. So sieht's aus, aber morgen, übermorgen und ja, danach auch soll das Wetter wieder besser werden. Wir hoffen es. Schnee, Winterurlaub hatten wir hier eigentlich nicht. Aber mit Bikini-Urlaub haben wir auch hier nicht gerechnet, muss man schon sagen. Nee, natürlich. Ja. Wir werden sehen, ist so wie es ist. Wir haben es geschafft. Boah, zum Schluss hörte der Wind jetzt auf. Oder nein, hörte auf. Er war zumindest so schwach, dass wir wieder fahren konnten.
Jetzt sind wir an einem Campingplatz und hier gibt es eine heiße Quelle. Und nur deswegen sind wir hierher gefahren. Boah, jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt gibt es eine heiße Quelle. Ja. Ui. Es wird dampfen. Was Besseres gibt es nicht. Eine super dampfige heiße Quelle in Form eines, wie heißt denn das? So ein Whirlpool wohl eigentlich, ne? Ja. Mega. Ist doch Bikini-Wetter hier. Also, 50.000 Kilometer. Mega, mega krass. Unglaublich, dass man das schaffen kann. Dass man alles schaffen kann, was man sich nur irgendwie vornimmt und in den Kopf setzt. Nicht, dass wir jetzt als Ziel gehabt hätten, 50.000 Kilometer zu fahren. Ich glaube, Ziel ist mehr. Aber Ziel ist noch mehr. Das, ja, ist dann halt so ein netter Nebeneffekt. Ziemlich cool. Ja, so eine große Zahl, die man mit seinen Beinen und Pedalendrehungen erzeugt hat. Und was man alles gesehen hat, erlebt, was für Leute getroffen, was für Situationen gemeistert. Schon ziemlich abgefahren, was hinter dieser Zahl steckt. Ja, eigentlich genau, nur irgendeine Zahl, 50.000. Aber ja, so viele Erinnerungen, so viele Erlebnisse, so viele Abenteuer, so viele unglaubliche Geschichten. Und ja, ich weiß nicht, weiter geht's, oder? Auf die nächsten Abenteuer und nächsten Geschichten. Auf die nächsten. Tja, weiß ich nicht. So und so viel Kilometer. Mal Genau. gucken, wie viel es schlussendlich denn werden.
einen kleinen Zwischenstopp bei dem Stutlagil Canyon. Und ja, es ist ein Flussbett, ein Canyon, in dem diese krassen Steinformationen sind. Und also ich weiß nicht, wie die entstehen, also keine Ahnung. Also auf dem Schild stand, das ist halt Lava, die abkühlt. Ja, aber ich habe keine Ahnung, warum die in dieser Art und Weise, in diese Form abkühlt. Also es entstehen irgendwie so Säulen, die 4 oder 5 oder 6 oder 7 Flächen, wie heißt es so, diese Ecken? Ja, so Kanten, genau, so, haben. oder so hexagonale Säulen, genau. Und vertikale gibt es und horizontale. Und irgendwie in Irland oder sowas gibt es auch sowas, ne? Aha. An der Küste irgendwie. An der Küste, ja. Also ja, das ist wahrscheinlich der gleiche Entstehungsprozess, aber ne, keine Ahnung, wie das funktioniert im Detail, aber auf jeden Fall ist das irgendwie abgekühlte Lava und sieht mega abgefahren aus. Ja, und spannender ist, dass die das erst vor kurzem entdeckt haben, weil die haben irgendwo ein Wasserkraftwerk gebaut und das Flusspegel ist runtergegangen und dann auf einmal hat man gesehen, dass unter dem Wasser diese spannenden Steinformationen gab. Das wurde echt irgendwie vor 5, 7 Jahren oder so erst entdeckt. Stimmt, das stand in irgendeinem Prospekt oder so, ne? Mhm. Abgefahren. Erste Nacht Wildcamping in Island. Ja, wir sind jetzt schon 3 Nächte. Ja, ne? Ja, auf 3 Zeltplätzen waren wir, ne? Genau, auf 3 Zeltplätzen waren wir. Das ist jetzt die 4. Nacht, erstes Mal Wildcamping. Ja, wir sind mitten im Nirgendwo. Der nächste Campingplatz ist für morgen anvisiert. Das sind noch gut 40 Kilometer. Das heißt, ja, leider keine andere Wahl. Wir müssen wild campen. Oh, wie schade. Super schön. Richtig, richtig cool. Mitten in der Wildnis hier. Sieht echt cool aus. Da hinten noch irgendwie Blick auf so einen schneebedeckten Berg. Ja, sieht ziemlich gut aus. Jetzt gibt es was zu essen. Was kochen wir? Wir kochen Linseneintopf mit noch Linsen aus Deutschland sogar. Linsen und Zucchini und Karotten und Knoblauch. Es ist eiskalt und es gibt keine Brücke, es gibt nur einen eiskalten Fluss, den man überqueren muss. Okay, ich glaube, wir Schuhe und Socken ausziehen und barfuß fahren und versuchen durchzukommen im Optimalfall, und wenn nicht, halt barfuß abspringen halt. Dann werden die Füße nass, aber die Schuhe nicht.
Fall bitte nicht freuen. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Ich glaube, in der Mitte ist am besten. Meinst du? Okay, das war kälter als gedacht und ich bin ja tatsächlich auch nochmal zurückgelaufen, Olga ein bisschen zu helfen, um zu gucken, wo es am niedrigsten ist. Uiuiui, das ist ganz schön kalt. Einfach durch, du schaffst das. Wo sind meine Socken? Boah. Zieh die Socken an. Mega krasse Landschaften. Das hat sich heute echt richtig krass geändert. Heute Morgen noch in der Graslandschaft aufgewacht und losgefahren. Dann über 1, 2 Berge und auf einmal sieht es hier so aus. Irgendwo hier in der Gegend hat die NASA damals auch Tests gemacht, als es zur ersten Mondlandung gehen sollte. Da haben sie die Astronauten hier hingeschickt. Ja, weil es hier halt genauso aussieht wie auf dem Mond. Wie abgefahren. Boah, es ist echt wie auf einem anderen Planet. Das Einzige, was dich in die Realität bringt, die Straße und ab und an die Autos, die vorbeifahren. Sonst ist echt nichts hier. Ganz selten kommt mal ein Auto und genau jetzt, wo wir filmen, kommt natürlich eins. Die letzten 2 Nächte waren wir jetzt auf einem Campingplatz in Mordru-Dador, hieß es, glaube ich. Und haben uns ein bisschen ausgeruht von der Etappe, ein bisschen gearbeitet und ja, einfach die Landschaft da genossen, war ziemlich schön. Jetzt sind wir wieder auf der 1, auf der Ring Road in Richtung Mývatn. Das ist ein großer See im Norden von Island. Ja, ist noch gar nicht mehr so weit, sind noch 40 Kilometer. Da werden wir heute wahrscheinlich noch ankommen. Und ja, da werden wir uns dann das natürlich auch alles schön anschauen. Aber vor allem auch unsere Vorräte wieder aufstocken und von da aus geht es dann wieder Richtung Süden, einmal komplett quer durch Island über das Hochland auf der F26, auf der Sprengisadur. Ja, irgendwie so heißt die Straße, glaube ich. Auf jeden Fall die F26. Wieder super Offroad, einmal komplett quer durch Island bis in den Süden und da wieder auf die Ringstraße, auf die 1
Ja, sind gespannt. Das wird eine krasse Etappe. 6, 7 Tage mit Sicherheit und dafür müssen wir halt jetzt ein bisschen Proviant einkaufen. Das ist der Supermarkt von Mývatn, oder ne, der See heißt Mývatn, ich weiß nicht, wie dieses Dorf heißt. Berslun? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir eingekauft für Knapp 50 Euro. Für 50 Euro. Oh la la. Für 6 Tage ungefähr, 7 Tage, 6, 7 Tage. Das ist das, was wir haben. Boah, 50 Euro ist echt nicht so viel. Also Nudeln, Fertignudeln, Brot, Bananen, ein Saft, Haferflocken, verschiedene Dosen mit Tomatensauce, Bohnen, Erbsen, einmal Oliven, einmal Datteln, Zwiebeln, Karotten, nochmal Nudeln, Kilo und noch ein Kilo Reis. Genau, also insgesamt 2 Kilo Nudeln, 1 Kilo Reis, 1 Kilo Haferflocken. Ja, und das ist fürs Abendessen, genau. Haferflocken fürs Frühstück. Ja, ein paar Sachen haben wir auch noch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das alles verstaut bekommen.